Die nachfolgend aufgeführten Filmszenen sollen an Beispielen der Baukonstruktionen der Außenhülle Möglichkeiten der Sanierung und energieeinsparende Maßnahmen aufzeigen. Das Dach. Für bewohnte oder genutzte Räume eines Dachgeschosses bildet die Dachfläche den größten Teil der Begrenzungsfläche und damit den größten Teil der Wärmeaustauschfläche. Der Energieverlust bei unzureichender Wärmedämmung und undichten Dachflächen ist sehr hoch. Deshalb sind energieeinsparende Maßnahmen in diesem Bereich besonders effizient. Das Dach ist als obere Begrenzung wie keine andere Baukonstruktion der Gebäudehülle den extremen Beanspruchungen durch Regen, Schnee, Wind, Kälte und Hitze ausgesetzt. Schäden an Dachkonstruktionen, Dachbelägen und deren Anschlüssen an Dachfenster, Schornsteine, Dachrinnen können die Folge sein. Bevor energieeinsparende Maßnahmen durchgeführt werden, müssen die vorhandenen Konstruktionen des Daches untersucht werden. Liegen nur Schäden an den Dachbelägen vor, sind diese zunächst zu beheben. Fäulnis, Insekten, Pilze oder Überbeanspruchung durch Lasten können Schäden an Holzkonstruktionen verursachen. Zum Beispiel entsteht Fäulnis durch Feuchtigkeit, die über schadhafte Dachbekleidungen eindringt, oder durch Kondensation von Luftfeuchtigkeit. Alle geschädigten Teile einer Dachstuhlkonstruktion müssen ausgebaut und durch neue ersetzt werden. Schäden in der Wärmedämmung können durch unsachgemäßen Einbau und auch durch Feuchtigkeit in der Wärmedämmung verursacht sein. Wird der Dachbelag nicht erneuert, so ist die Wahl der Zwischensparren- und Untersparrendämmung zu empfehlen. Bei Altbauten mit einer Sparrenhöhe von unter 20 cm sollte eine zusätzliche Untersparrendämmung eingebaut werden. Dafür können unterschiedliche Wärmedämmstoffe gewählt werden. Wärmedämmungen aus Mineralwolle und Wärmedämmschüttungen aus Zellulose, Perlite, Polystyrolkugeln oder Korkschrot. Die Wärmedämmung muss fugenlos verlegt und die Angrenzungen an die Sparren müssen vollflächig anbinden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Fehlstellen sind durch gleiche Baustoffe auszufüllen. Auf die Dachsparren ist innen eine Dampfsperre oder Dampfbremse, zum Beispiel aus Kunststoff, Alufolie oder Glasflies-Bitumenbahn zu verlegen. Diese verhindert, dass feuchte Luft aus den Wohnräumen in die Wärmedämmung gelangt und kondensiert. Dadurch würde die Wärmedämmung erheblich herabgesetzt und die Dachkonstruktion durchfeuchtet. Eine Wärmedämmschüttung, zum Beispiel aus Zellulose, Perlite oder Korkschrot, wird zwischen der innen- und außenliegenden Schalung angebracht. Um das Ausströmen zu verhindern, müssen Anschlüsse an Dachfenstern, Wänden und Schornsteinen dicht abgeklebt werden. Die Wärmedämmschüttung kann maschinell eingeblasen oder manuell verarbeitet werden. Als Innenbekleidung empfiehlt sich zum Beispiel Gipskarton oder eine Holzverschalung aus Fichten, Kiefern oder Lärchenholz. Wird der Dachbelag im Rahmen einer Sanierung und zusätzlichen Wärmedämmung erneuert, so ist eine Aufsparrendämmung möglich. Die Unterkonstruktion der Dachbeläge aus Dachziegeln besteht aus der Konterlattung, Unterspannbahn und Dachlattung. Die Verlegung der Dachbeläge muss nach den Dachdeckerregeln und den Verlegevorschriften der Hersteller erfolgen. Flachdächer sind schadensanfälliger als geneigte Dächer. Schäden an Flachdachbelägen entstehen zum Beispiel durch Alterung der Abdichtbahn, Beanspruchung durch Umwelteinflüsse und unzureichendes Gefälle für den Wasserabfluss. Wärmedämmplatten werden bei Flachdächern in verschiedenen Plattendicken auf planebenem und sauberem Untergrund verlegt. Die Platten sind mit einer geringen Vorspannung einzubauen. Sie bleiben dadurch ohne zusätzliche Maßnahmen lagefixiert. Plattenstöße und Angrenzungen müssen vollflächig anbinden und fugenlos ausgeführt sein. Dachabdichtungen können aus mehrlagigen Bitumenbahnen bestehen. Die oberste Schicht schützt vor ultravioletten Strahlen und das Gefälle der Dachoberfläche sollte mindestens 2% betragen. Dachfenster sind wesentliche Bestandteile architektonischer Gestaltung und deren Anordnung und Gliederung bestimmt den Gesamteindruck der Dachfläche. Die Rahmen werden oft aus dem Holz heimischer Wälder, zum Beispiel aus Kiefer, Fichte oder Lärche hergestellt. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und lässt sich gut verarbeiten. Durch die natürliche Farbe und Maserung weist Holz besondere ästhetische Merkmale auf. Eine Außenbekleidung, zum Beispiel aus eloxiertem Aluminiumblech, schützt vor Regen, Schnee, Sonne und Wind. Die nach der Energieeinsparverordnung geforderten Wärmedurchgangskoeffizienten für Dachfenster
lassen sich nur mit Mehrscheibenisolierverglasung realisieren. Fenster, die größere Schäden aufweisen, müssen ausgebaut und durch neue ersetzt werden. Durch den Austausch und Neueinbau von Dachfenstern sind konstruktive Maßnahmen im Bereich der Dachkonstruktion erforderlich. Beim Einbau des Dachfensters müssen Undichtigkeiten im Bereich der Dampfsperre und Wärmebrücken vermieden werden. Erforderliche Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten an Dachkonstruktionen sind Voraussetzung für energieeinsparende Maßnahmen. Wärmedämmungen ermöglichen, die Energieverluste erheblich zu reduzieren. Dachfenster, die Schäden aufweisen, sollten durch neue ersetzt werden. Die Energieeinsparverordnung stellt Mindestanforderungen an die Begrenzung des Wärmedurchgangskoeffizienten bei Dächern und Dachfenstern.